Willkommen zurück, jetzt sind wir bei JB. Irgendwoher muss das Licht ja kommen. Und da seid ihr die richtigen Ansprechpartner. Ja, genau. Ihr habt uns den M18 Profile mitgebracht. 1200 Watt LED-Engine. Yes. Was geht bei euch schon wieder ab im Engineering-Team? Ja, das Spannende ist ja, dass es nicht nur 1200 Watt in weiß sind, sondern es sind 1200 Watt multispektral. Bisher gibt es kein vergleichbares Gerät in dieser Leistungsklasse am Markt mit einer Multispektral-Engine. Multispektral, was ist das? Wir mischen das Licht im Vergleich zu unserer P-Familie, P18, P12, P9, P10, aus 5 Farben. RGB, Amber und Lime oder Yellow, je nachdem, wie man das gerne hätte. Und das hat den großen Vorteil, dass ich im Zusammenspiel mit sehr viel Output, hoher Farbqualität, mit einer Weißlicht-Engine jetzt auch diesen Dampf und diesen Output in den Farben bekomme. Ja. Gleichzeitig haben wir die Möglichkeit, im ganzen Pastellbereich sehr, sehr homogen, sehr, sehr sauber und klar Der ja vor allem auch entscheidend ist für den CRI-Wert am Ende. Da sind ja vor allem Pastellfarben stark vertreten. Absolut. Aber ihr kriegt ja dann auch grundsätzlich eine bessere Abdeckung über das Spektrum hin. Richtig. Wichtig ist ja immer noch, oder eigentlich ist er ja nicht mehr so wirklich aktuell, der CRI-Wert. Und trotz alledem ist das ja noch nach wie vor das Maß der Dinge, wenn es um Einsortierung geht. Ja, ja. Und wir sind hier in dem Gerät niemals, egal in welcher Farbe wir uns bewegen, unter 93. Das ist also schon ganz schön üppig. Das ist ordentlich, ja. Jetzt ist natürlich auch die Herausforderung, wie bekomme ich aus einem Multichip-Modul, aus dem ich ja auch Weißtöne aus 5 Farben mische, trotz alledem noch einen relativ guten Output und hohen Output raus. Ja. Und das ist uns tatsächlich gelungen. Wir liegen im Output beim M18 ungefähr da, wo der P12 High Power liegt, im Weißlicht, also bei bis zu 25.000 Lumen im Weißlicht. Wahnsinn. Das ist für einen Multichip, würde ich mal sagen, Hut ab. Absolut. Genau. Schön. Genau. Beim M18 war ganz klar die Anforderung, lass uns doch mal gucken, ob wir einen Multichip in die Gehäusegröße und die Abmessung eines P18 bekommen. Weil bei uns natürlich nicht nur das Thema Theater im Marktsegment interessant ist, sondern auch natürlich Touring-Business, Production Companies, Event-Zirkus. Vor dem Hintergrund überlegen wir natürlich, wenn wir wissen, wir wollen diese und jene Ausstattungsmerkmale im Gerät haben, dann ist die zweite Überlegung, wie kriege ich dieses Gerät in dieser Leistungsklasse in ein Case, was Packmaß hat, 60 x 60. Und insofern war die Maßgabe ganz klar. Ihr seht hier, was für eine Bautiefe dieses ganze Thema Modul, Kühlung, Kühlkörper einnimmt. Das ist deutlich mehr als im P18 von der Bautiefe. Und mussten also dann jetzt Platz schaffen, um die Gehäuseabmessungen, Ausmaße nicht zu vergrößern im Verhältnis zum P18. Und so haben wir natürlich die Möglichkeit gehabt, da wir ja keine CMY brauchen, das Effektmodul zu verändern und trotz geringerer Aufbauhöhe im Vergleich zum P18 mit mehr Funktionen zu belegen. Was sind das jetzt? 2 Gobo-Räder und ein Animation Wheel? Genau, das sind 2 Gobo-Räder, die auf einer Achse liegen. Ja. Das ist sehr, sehr spannend für das Thema Morphing, wenn ich mit beiden Gobo-Ebenen arbeite. Ja. Und dadurch, dass wir im M18 ein vollwertiges Animation Wheel haben, was ich horizontal oder vertikal in den Strahlengang fahren kann, je nachdem, wie ich es halt reinlege, und das zwischen die beiden Gobo-Wheels fährt, habe ich natürlich noch mal mehr Morphing-Möglichkeiten und kann noch abgefahrenere Motive entstehen lassen, weil ich eben diese beiden Gobo-Wheels plus Animation Wheel miteinander kombinieren kann. Ja. Das ist schon mal ganz spannend. Und dadurch, dass es eben so eine geringe Aufbauhöhe hat, hatten wir eben den Platz im hinteren Bereich gewonnen, um eben dieses doch sehr prominente, von der Bauhöhe sehr prominente Gesamtmodul dort einbringen zu können. Das ist ganz spannend. Wir haben für den M18 einen neuen Blendenschieber entwickelt im Vergleich zum P18, wenn wir den immer als Vergleichsbasis, nehme ich den immer mal so mit dazu. Ne? Ja, klar. Weil wir mit den Theatern und sonstigen Anwendern immer besprochen haben, was ist euer Schwerpunkt in der Anwendung? Braucht ihr komplett schließbare Plates? Was für Rotationsmomente braucht ihr? Wie sieht es aus mit Anstellwinkeln? Und dann hieß es immer zu 99,9% kannst du es eigentlich sagen,
komplett schließbare Blades brauchen wir nicht. Ja. So, wir brauchen hohe Anstellwinkel. Ja. Und so haben wir jetzt einen neuen Blendenschieber entwickelt mit kürzeren Blenden. Das heißt, wir schließen nicht mehr ganz, circa 70%. Schließt jedes einzelne Blade, können natürlich mit dem gegenläufigen Blade dann komplett schließen. Klar. Ist ja auch kein Geheimnis. Jo. Aber dadurch, dass die Blenden kürzer sind und etwas anders tailliert sind in der Formsprache, haben wir von vornherein höhere Anstellwinkel, die wir erzielen können. Sodass wir über die gesamte, sagen wir mal, Netto-Nutzmöglichkeit, Lichtaustritt und so weiter, ne, die Möglichkeit haben, denn wir müssen ja durch diese Sternblende durch. Das ist ja der engste Punkt in der Leuchte. Ja, machen wir mal so. Haben wir jetzt tatsächlich die Möglichkeit, über den gesamten Nutzbereich hohe Winkel zu erzielen, gerade was das Thema Trapez zum Beispiel angeht. Das sind ja so klassische Theateranwendungen, wenn ich aus einem komischen Winkel komme. Wie kriege ich trotz alledem ein fürs Auge, für den Zuschauer wahrnehmbares, rechteckig und sauber abgeschattetes Bild. Ne? Ja. Und das sind eben die spannenden Geschichten, mit denen wir uns im Zwiegespräch mit unseren Kunden beschäftigen und dann überlegen, wie können wir es umsetzen. Ja. Und dann wird daraus wieder ein Modul mit so unglaublich geringer Bauhöhe, für was es am Ende tut. Ne? Ja, und spannend ist eben bei uns das ganze Ding auch noch rotierbar. Genau, plus minus 65 Grad. Schön mit dem Kabel, mit der Kabelführung und den ganzen Controllern für die verschiedenen Motoren. Ja. Schick, schick. Das ist schon ganz schön und spannend ist bei uns ja, dass alles zur Steuerung dieses Kein Moduls Platz verschwendet, absolut nicht. Notwendige auf dem Modul sitzt. Ja. Sodass, wenn hier mal ein Defekt dran ist, machen wir uns nichts vor. Ne? Das ist ein technisches Gerät. Klar, das ist wie bei einem Auto. Da irgendwann geht kann auch mal mal irgendwas kaputt gehen. Muss der Kunde aber nicht die ganze Lampe einschicken, sondern er schickt das Modul ein, kriegt ein Ersatzmodul und kann weiterarbeiten. Das ist ja von vornherein seit dem ersten Gerät, was wir vor 32 Jahren entwickelt haben, unser Markenzeichen, die Einschubtechnik, sodass du im Servicefall, wenn du reinigst etc. pp., was ja mal passieren muss, einfach sehr schnell bist, kein Werkzeug brauchst, kein Kabel lösen musst, an alle Elemente der optischen Einheit, die zu reinigen sind, problemlos drankommst, ohne Gefahr zu laufen, ein Kabel abzureißen oder dich zu verletzen oder so weiter. Weil eben alles entsprechend so konzeptioniert ist, dass es servicefreundlich ist. Ja. Das ist ja auch so spannend, wenn Kunden solche Fragen haben oder technische Probleme auftreten. Das ist ja auch ein Markenzeichen von uns, dass wir eine Serviceabteilung haben, die eben auch ans Telefon geht und die auch sehr schnell mit dem Kunden im ersten Telefonat eingrenzen kann, wo ist der Fehler. Und dann ist auch relativ schnell klar, welches Ersatzteil raus muss und ob der Kunde es selbst erledigen kann oder nicht. Das heißt, theoretisch, wenn ich jetzt in der Lage wäre, zum Beispiel hier einen IC auszutauschen, weil der defekt ist, dann würde ich von euch sogar den IC zugeschickt bekommen und könnte mich selber unter das Mikroskop setzen mit einem Lötkolben oder Eispistole. Und ihr macht das. Ja. Ihr supportet den Use Case. Absolut. Wahnsinn. Ja. Right to Repair, richtig gemacht. Geil. Genau. Danke dir. Auf jeden Fall. Sehr, sehr gerne. Ja, schön. Vielen Dank dir für die kurzen Einblicke bezüglich euren Modulen. Ja. Und danke für eure sorgfältige Arbeit. Danke dir. Schönen Tag noch auf Messe und guten Auf bald. Jo, bis dahin. Ciao, ciao.